Hallo und herzlich willkommen beim Consulting Coach. Mein Name ist Sören Hinkel, ich bin ein Consulting Coach und im heutigen Teil der Videoserie über die Auswanderung nach Zypern, Steuern sparen auf Zypern, Firmengründung in Zypern, Non-Dom Zypern. Im heutigen Teil der Zypern-Serie geht es um das Thema Immobilien und Häuser auf Zypern. Fangen wir mit dem Thema Häuser auf Zypern, Apartments auf Zypern, generell Immobilien auf Zypern an. Einen Fehler würde ich vermeiden, und zwar: Du kommst nach Zypern und ohne jemals hier gewesen zu sein, kaufst du dir ein Haus oder ein Apartment. Das ist totaler Quatsch. Ich habe es in einigen Videos jetzt schon erwähnt. Komm erstmal nach Zypern und schau dich um. Kauf nicht blind aus Deutschland heraus hier irgendwas, was du im Internet gesehen hast, wo du nicht weißt, was das ist. Also das ist der schlimmste Fehler, den du machen kannst. Einfach blind eine Immobilie kaufen, ohne jemals vor Ort gewesen zu sein. Vermeide das. So. Lass uns erstmal den zypriotischen Immobilienmarkt anschauen. Auf Zypern gibt es generell gesehen keine Mittelklasse, würde ich sagen. Ja, es gibt keine Mittelklasse. Es gibt die armen Zyprioten, die halt in irgendwelchen Service- und Dienstleistungsjobs arbeiten. Und dann gibt es die wohlhabenden Zyprioten, die hier mit Business und Geschäft zu tun haben. Und die Russen, die hier sind, selbst wenn die angestellt sind, dann verdienen die auch so viel Geld, dass ich sagen würde, das ist alles schon im oberen Bereich, so ab 100.000 und drüber. Von daher eine Mittelklasse gibt es an sich nicht. So, das heißt, du hast hier günstige Objekte und teure Objekte. Mittelpreisige Objekte ist schwierig. So. Um den zypriotischen Immobilienmarkt zu verstehen, muss man wissen, wie Zyprioten ticken und wie sie funktionieren. Ich habe das bereits in einem anderen Video, verlinke ich dir gerne hier, erwähnt. Zyprioten haben eine Inselmentalität und Zypern ist eine kleine, geografisch abgekapselte Insel, die in sich halt wie eine Insel geschlossen ist. So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Zyprioten so gut wie nicht umziehen. Selbst wenn jetzt ein Zypriote oder eine Zypriotin in Limassol wohnt und einen Job in Nikosia hat, dann fahren die diese Strecke jeden Tag mit dem Auto. Also die ziehen nicht um. Wenn die in einem Haus drinne sind oder in einer Wohnung drinne sind, die bleiben da ewig drinne wohnen, es sei denn, sie kriegen Kinder und suchen was Größeres. Aber die meisten Immobilien, wo Zyprioten hier drinne wohnen, die sind sowieso in zypriotischen Familienbesitz. Long story short, es gibt so gut wie keine Fluktuation im Immobilienmarkt unter Zyprioten, selbst wenn sie in Stadt A arbeiten und in Stadt B zu Hause sind. Das bedeutet, dieser Immobilienmarkt für, sagen wir mal, günstige zypriotische Immobilien ist dir verschlossen. Gehen wir mal ans andere Ende. Da hast du diese Luxury Properties. Die findest du speziell, ich rede halt viel über Limassol, weil ich hier wohne, die findest du speziell im östlichen Teil der Stadt, also Mutayakya, Germassoia, Aestychonas, und in den anderen Stadtteilen zwischendurch mal wieder in so einem Block mal ein luxuriöses Haus. So, da gibt es ein paar Anbieter, Prime Property, ich verlinke dir hier unten mal, Prime Property fällt mir ein, Imperior fällt mir ein, die bauen halt neu und die bauen gute Qualität, die bauen luxuriös, aber das kostet dann halt auch dementsprechend. So, und bei diesen Luxusimmobilien, die ich gerade erwähnt habe, da zahlst du dich dumm und dämlich. Die Dinger willst du nicht kaufen, weil diese Luxusimmobilien, also wie die zypriotischen, die günstigen, einfachen Immobilien entstanden sind, das habe ich ja gerade erklärt. Und was ist der Markt hinter den Luxusimmobilien? Vorher noch den Begriff Luxus, den möchte ich nochmal definiert haben. Hier findest du sehr oft den Begriff Luxury. Wenn du zum Beispiel auf Basaraki nach Immobilien schaust, das würde ich dir dann sowieso empfehlen, wenn du eine Immobilie suchst, verlinke ich dir auch unten Basaraki, das ist das eBay Kleinanzeigen. Dann siehst du sehr oft in den Anzeigen drin, in der Beschreibung Luxury Apartment, Luxury here, Luxury there, Luxury everywhere. Ja, erwarte da keinen Luxus. Was die hier als Luxury bezeichnen, das ist in Deutschland Standard. Das bedeutet für mich, ich mache da immer die Witze drüber, so Luxury bedeutet ja einfach kein Riesenloch in der Wand. Spaßeshalber. Aber da ist schon auch, wenn es ein Witz ist, da ist schon ein bisschen was Wahres dran. Also was wir in Deutschland als Standard bezeichnen. Gute Fenster, gute Böden, nicht verranzt von innen, nicht abgewohnt, vernünftige Türen und alles. Das ist hier halt Luxury. So, das heißt, wenn du hierher kommst, vermutlich wirst du in dem Luxury-Bereich suchen müssen. So. Und da sind halt die Neubauten, so Prime Property baut da ganz gerne, die haben ein cooles Design. Freunde von mir wohnen bei Prime Property drin in irgendwelchen 3-Bedroom, 2-Bedroom-Apartments. Und das ist schön und das ist gut, aber die sind halt nicht günstig. Prime Property, 2-Bedroom, gemietet, pro Monat kriegst du nicht unter 1.500 und wenn es brandneu ist, nicht unter 2.000. Und wenn du Richtung 3-Bedroom gehst, dann kannst du auch schon in Limassol fast 2.500 einplanen.
Wenn du Glück hast, ist es dann schon möbliert. So, das zum Thema Mieten. Aber wenn du kaufen willst, ich meine generell, kauf hier nichts, bevor du nicht ein paar Jahre hier bist und den Markt verstanden hast. Du kommst hier nicht als Newbie, als Grün hinter den Ohren her und ohne die Preise und den Markt zu kennen und kaufst irgendwas, da wirst du über den Tisch gezogen, da kannst du genauso gut die Hälfte deines Geldes verbrennen. So. Und dieser Luxusimmobilienmarkt, der ist durch dieses Passportprogramm entstanden, diesen Golden Passport oder Golden Visa, wo die Ausländer hierher kommen, oder das wurde jetzt Anfang des Jahres eingestellt aufgrund dieses Al Jazeera-Skandals. Könnt ihr mal googeln, Golden Visa, Cyprus, Al Jazeera, Riesenskandal gewesen. Die mussten das Programm einstellen, das heißt, das gibt es jetzt nicht mehr und das wird es so schnell auch nicht wieder geben. Aber das lief jahrelang und da konnten sich halt Chinesen, Russen, Inder, wie auch immer, quasi in die EU einkaufen. Die haben quasi hier 2 Millionen Euro in Immobilien investiert und haben dafür halt einen zypriotischen Pass für die Familie bekommen. Und je mehr sie bezahlt haben, desto schneller ging auch dieser Antragsprozess. Für diese Leute musste Wohnraum geschafft werden, weil diese 2 Millionen, die wollen gut investiert werden, die steckst du nicht in irgendwelche Scheißbaracken, auf Deutsch gesagt. Das heißt, die Baubranche wurde massivst mit einem Boom überschwemmt und es wurde gebaut und gebaut wie bekloppt. Und ich kenne hier russische Investoren, die haben hier einen ganzen Apartmentkomplex mit 18 Wohnungen gekauft. Das kostet dann mehr als 2 Millionen, aber die vermieten das dann so. Und dadurch, dass das Programm jetzt eingestellt ist es so, dass die ganzen Immobilien, die neuen Immobilien, die angefangen wurden, die Baustellen, das wird noch fertiggestellt. Wir haben hier riesengroße Komplexe, hier werden Hochhäuser und Türme hochgezogen. Boah, da träumst du von. Wer da mal drinnen jemals leben soll, das ist noch nicht so ganz klar. Vermutlich, das ist einfach nur gebaut, weil das Geld da ist. Da will keiner drin wohnen. So. Und diese Luxusimmobilien, die sind auch maßlos überteuert. Meistens ist es nah am Strand, findest du diese Immobilien. Und die sind so überteuert, selbst wenn die 50% krachen im Preis, sind die immer noch zu teuer. Das heißt, sich so eine Luxusimmobilie zum Marktpreis zu kaufen, ist der absolute Wahnsinn. Die sind so überteuert, das ist Geld verbrennen. Da hast du teilweise in den besten Häusern Mietpreise, Kaufpreise von 30.000 Euro pro Quadratmeter. Das ist das Level von New York oder Miami oder Dubai. So, aber du bist hier in Limassol. Also das ist so astronomisch teuer, vergiss es, das kaufst du nicht. Das wäre dumm, das zu kaufen. So. Und lustige Geschichte mit meinen Kumpels, wo wir hier so sind. Wir unterhalten uns natürlich auch immer über Immobilien und ja, zum Beispiel 2 Freunde von mir hier, 2 Deutsche, die kaufen jetzt hier was. Der eine will bauen, der guckt gerade nach einem Grundstück, der andere hat jetzt ein aktives Haus gekauft, was er ein bisschen umbauen muss. Alles leicht außerhalb von Limassol, so innerhalb von 10 Minuten mit dem Auto raus. Und diese Luxusimmobilien, wir haben uns lange drüber unterhalten, und spaßeshalber haben wir immer gesagt, ja okay, wenn die zur Hälfte fallen würden, dann würden wir die eventuell in Betracht ziehen, mal so eine Immobilie zu kaufen. So, die Sache ist aber, die werden nicht fallen. Diese Luxusimmobilien, 3-Bedroom-Apartment irgendwo in Strandnähe, 700.000, 1 Million Euro Kaufpreis, die werden nicht fallen, weil, das verstehen viele nicht, der Immobilienmarkt hier ist preisstabil. Egal ob Boom oder Bust. Der Markt ist preisstabil, weil diese vielen Immobilien, ich meine, da hängen ja hinter den Developern, hinter den Bauträgern und Bauunternehmern, die diese Immobilien bauen, da hängt ja eine Bank hinter, die das finanziert. So. Und wenn diese Immobilien hoch bewertet sind, die stehen ja in den Bankbilanzen auf Zypern. Und zwar mit ordentlichen Summen. Das sind Milliardenbeträge, wenn du die Immobilien hier mal zusammenclusterst und die Werte berechnest. So. Und die stehen in den Bankbilanzen als Asset. Und wenn du anfängst, das geht mit einer Immobilie los, wenn du anfängst, die Immobilien für die Hälfte des Preises auf den Markt zu werfen, dann müssen die Banken anfangen, alle Immobilien abzuschreiben und den Wert um die Hälfte zu reduzieren. Da würde hier jede Bank umkippen. Und das ist der Grund, warum diese Immobilien so teuer sind und im Preis auch niemals runtergehen werden. Weil wenn nur eine Immobilie runtergeht, dann folgt die zweite, die dritte, die vierte. Dann gibt es einen Dominoeffekt und schwupp haben wir hier die nächste Bankenkrise auf Zypern. Von daher vergiss das mit den Luxusimmobilien, wenn du die kaufen willst. Jetzt ein genereller Tipp. Wie kommst du denn dann an Immobilien, wenn du die kaufen möchtest? Du musst einen finden, wo es brennt. Nur so läuft's. Ich meine, guckst dir auf Basaraki an. Die meisten Immobilien hier sind hier mega überteuert drin. Und in der Hoffnung ist auch so ein bisschen zypriotische Mentalität. Ja, ich werde schon einen Deppen finden, der mir das abkauft. So. Und wenn du was kaufen möchtest, dann machst du das wie folgt. Du suchst dir deine Objekte
die dich interessieren, und dann gehst du hin und dann bietest du das, was du bieten möchtest. Also sagen wir mal halber Marktpreis oder so, keine Ahnung. Aber du bietest das, was du bieten möchtest. So. Und 9 von 10 Zyprioten, die werden Nein sagen, haben kein Interesse dran. Aber einer, bei dem brennt's, der braucht Geld. Und der wird dann zu dem Preis verkaufen. Du musst den finden, bei dem es brennt, der zu dem Preis, den du zahlen willst, bereit ist zu verkaufen. Das kostet Zeit, das kostet Energie, du wirst dir einiges angucken müssen. Aber so funktioniert, so kommst du zu halbwegs vernünftigen, guten Immobiliendeals auf Zypern. Und wenn du was kaufst, dann gehst du hier sowieso immer zum Anwalt. Das geht gar nicht ohne, weil das ist ja dumm ohne Anwalt. Also egal, wohin du auswanderst, das ist jetzt kein Zypern-spezifisches Thema. Wenn du dich für Immobilien oder sowas interessierst, dann gehst du zum besten Anwalt der Stadt und der macht die Arbeit für dich. Der prüft die Grundstücke, unter anderem, ob da Grundschulden auf den Grundstücken oder auf den Häusern sind, weil das kann auch dazu kommen, dass die Zyprioten dir das nicht erzählen. Wenn du das nicht weißt, kaufst du das Haus für 500.000 oder 1 Million. Da sind aber noch 600.000 Euro Grundschulden mit drauf, die dann auf dich übertragen werden. Da kannst du dir auch das Genick brechen. Von daher geh immer zum Anwalt, der prüft das Grundbuch, der guckt, ob der Grundbucheintrag vorhanden ist, ob Schulden vorhanden sind. Und so hat mein Kumpel hier auch das Haus gefunden. Der Anwalt hat das dann geprüft und auf dem Grundstück waren mega viele Schulden. Und deshalb wollte der Zypriote das Haus so verkaufen, weil er die Schulden loswerden wollte. So. Und das findet halt ein Anwalt für dich raus. Und deshalb geh bitte immer zum Anwalt, wenn du einen Immobiliendeal auf einer unbekannten oder in einem unbekannten Land machen willst, wenn du neu bist, immer bitte zum Anwalt. So, das ist Grundvoraussetzung. Und um eine Sache kommst du auch nicht drum rum, du musst hier deine Fußarbeit, deine Footwork leisten. Du kommst hierher und das ist egal, ob du mieten oder kaufen willst, Apartment oder Haus oder Villa, wie auch immer. Du musst hierher kommen und du musst dir erstmal einiges angucken, um den Standard kennenzulernen. Da kommst du nicht drum rum, weil der Standard, habe ich ja am Anfang erwähnt, ist hier deutlich niedriger und du musst den Standard finden, der deinen Vorstellungen entspricht, damit du dann weißt, okay, zum Beispiel du guckst jetzt eine Wohnung an, wo du sagst, der Standard, der passt mir, und dann musst du gucken in der Basaraki-Anzeige, wie die Wohnung beschrieben ist und auf ähnliche Beschreibung achten bei anderen Anzeigen, um denselben Standard zu finden. Also im Endeffekt, komm hierher, guck dich um. Sowieso immer erstmal mieten, habe ich erwähnt, und lern den Standard kennen, und dann kriegst du mit der Zeit ein Gefühl dafür, was du bekommst für dein Geld. Ich zum Beispiel, habe in Larnaca angefangen, bin dann, also in Oroklimi, das war eine Airbnb-Wohnung, die hatte ich dann einen Monat gemietet, bin dann nach Limassol in meine erste Wohnung gezogen. Das war 2018, 2019. Habe ich ein Jahr drin gewohnt. Ich habe 1.200 Euro bezahlt für eine 2-Schlafzimmer-Wohnung. Wohnungen hier werden immer nur in Schlafzimmern berechnet. Das heißt, 2-Bedroom heißt auch wirklich 2 Schlafzimmer plus Küche, Bad und Wohnzimmer. So, für meine erste Wohnung in Germasøya, hier, bumm, Germasøya, das ist sowieso eine sehr gute Ecke zum Wohnen, kann ich jedem empfehlen. Die erste Wohnung war halt 2-Bedroom, 1.200 Euro Miete plus 50 Euro Nebenkosten. Sah gut aus, war schick möbliert, war aber schweinekalt im Winter. Dadurch, dass da so billige Alufenster drin waren, der Wind ist da durchgepfiffen, und hier heizt du sowieso mit Klimaanlage. Du kühlst mit Klimaanlage und du heizt mit Klimaanlage normalerweise in den Apartments. Und wenn dann die Fenster nicht ganz dicht sind und da der Wind ein bisschen durchpfeift, da kann die Klimaanlage kämpfen, wie sie will. Das wird nicht richtig warm in der Butze. Ein kalter Fußboden, das war nicht so cool. So, Lessons learned. Okay, für 1.200, schicke Wohnung, aber die Bausubstanz passt nicht, weil zu kalt. Okay, dann in die nächste Wohnung nach Mutayakya. Mutayakya, auch eine sehr coole Ecke. Da habe ich dann die nächste Wohnung, auch 2-Bedroom, für 1.500 genommen. Da war ich der Erstmieter, also die Wohnung war komplett tipptopp renoviert, super, alles neu, alles fresh. Und da habe ich 1.500 bezahlt, und die Wohnung hatte auch gute Kunststofffenster, wie man sie aus Deutschland kennt. Da war ich drinne, die Wohnung war top, aber die war auch ein bisschen zu teuer. Und dann bin ich dann mit meiner Freundin zusammengezogen in unsere dritte Wohnung, wo wir jetzt wohnen. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass die Wohnung, wo ich vorher für 1.500 als Erstmieter wieder drin gewohnt habe nach der Renovierung, die ist jetzt für 1.300 Euro weggegangen. So, also habe ich ein bisschen, kann man sagen, zu viel bezahlt, aber gut, wenn du der Erstmieter bist nach einer Renovierung, zahlst du halt immer mehr, weil alles frisch ist. So. Im Endeffekt, die Mietpreise sind jetzt ein bisschen runtergegangen, dadurch, dass hier auch einige Russen abgehauen sind, speziell in Limassol durch steuertechnische Sachen mit Putin und bla bla bla, Steuerzeug, sind einige russische Firmen gegangen, haben ihre Mitarbeiter mitgenommen, und durch die Krise, die Pandemiekrise, die wir hier derzeit erleben, ist auch der Tourismus ein bisschen zurückgegangen, hat sich jetzt
so langsam 2021 wieder ein bisschen erholt, aber das ist immer noch nichts im Vergleich zum Sommer 2019. Aber dadurch, dass der Tourismus zurückgegangen ist, viele Airbnb-Immobilien und Apartments sind auf den normalen Mietmarkt gekommen. Das hat auch nochmal die Preise gesenkt. Also momentan ist es eigentlich eine coole Idee, nach Zypern zu kommen, sich eine Wohnung zu suchen, zu mieten. Die Mietpreise sind tendenziell eher am Runtergehen. Und die dritte Wohnung, die ich jetzt habe, das ist 3-Bedroom, das ist in der Nähe vom Stadtzentrum, 3 Schlafzimmer, riesengroßer Balkon, da zahle ich jetzt auch 1.500 € für. Frag mich nicht nach Quadratmetern, also Quadratmeterangaben, das ist hier nicht so das Ding auf Zypern, ne? Das ist 2-Bedroom, 3-Bedroom, aber ich habe noch nie irgendwie eine Quadratmeteranzahl oder sowas für eine Wohnungsfläche gesehen. Also Quadratmeter interessieren hier nicht so. Also 3-Bedroom 1.500. Die Ecke ist in der Stadt. Wir wohnen mit vielen Zyprioten. Und ja, im Endeffekt, wir werden da jetzt im Oktober, der Mietvertrag läuft aus, wir werden da auch wieder wegziehen, weil ich wieder nach Mutayakya, Germasoia oder Agios Tychonas, hier Agios Tychonas habe ich noch nicht erwähnt. Also Mutayakya, Germasoia, Agios Tychonas, das sind in Limassol aus meiner Sicht die besten Ecken. Das ist ein bisschen touristisch geprägt, es sind auch noch viele Hotels dazwischen, viele Bars und so. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, das stört mich nicht und das ist halt der neue Teil der Stadt. Also die Stadt wächst Richtung Osten raus, weil Limassol kann nach Norden nicht wachsen, da sind die Berge, nach Süden, hier ist das Meer. Seht ihr ja hier, ich sitze übrigens am Malindi Beach, super geiler Beach hier in Limassol. Das heißt, die Stadt wächst Richtung Osten raus, ist ein bisschen touristischer, aber da wohnen auch viele Russen, so, und das sagt alles. Das heißt, da wohnen die Russen, die wollen gute Substanz, gute Bauqualität haben. Die meisten können sich ein bisschen mehr leisten als der Durchschnittszypriote hier. Viele können sich sogar viel mehr leisten als der Durchschnittszypriote hier. Die Russen hier, die sind relativ wohlhabend und die bevorzugen diese Ecke. Und das heißt, wenn du in der Ecke wohnst, dann bist du mehr mit Russen als mit Zyprioten umgeben. Das ist so. Für wen das jetzt negativ klingen mag, weiß ich nicht warum. Also die Russen, ich wusste das auch nicht, bevor ich nach Limassol in Zypern gekommen bin, dass hier so viele russische Community, so ein russischer Impact in der Stadt ist und auf der Insel. Aber ganz ehrlich, das sind gute, kultivierte Leute. Also smarte Leute, studierte Leute, die haben gute Jobs. Die haben hier ihr eigenes Business, ihre eigenen Firmen, die fahren dicke Autos, die wollen gute Wohnungen. Das sind also die smarten Russen sozusagen. Und also ich persönlich habe viel mit den Jungs gemeinsam. Ich habe russische Kumpels, ich kann mit denen über alles quatschen, über Gott und die Welt. Also ich schweife ein bisschen ab, aber worauf ich hinaus will, es ist jetzt gar nicht so verkehrt, so mit Russen zusammen in der Community wohnen. Das sind alles ruhige, kultivierte Leute, so wie wir halt eigentlich auch Nordeuropäer halt, ne? Die Mentalität, das ist sehr ähnlich. So, wenn du bei Zyprioten wohnst, das ist dann schon ein bisschen mehr Krach im Durchschnitt. Hat man eine lustige Statistik gesehen, so einer von 5 Zyprioten beschwert sich über laute Nachbarn. Da gehöre ich halt leider auch gerade zu. Ich habe so einen israelischen HR-Manager-Typen, Mitte 20, der hat also am Wochenende abends immer Techno-Club nebenan. Das ist mega nervig, das ist auch der Grund, warum wir da wieder wegziehen. Das ist einfach Pech gehabt, also das kann dir passieren. Von daher, so, für den aktiven Prozess, wie mietet man so eine Wohnung, wie geht man das an? Ja, im Endeffekt, du suchst dir deine Wohnung auf Basaraki, du gehst hin, wird wahrscheinlich ein Makler sein, du schaust dir die Wohnung an und dann wird halt gefeilscht und verhandelt. Also du kannst dir normalerweise die Mietpreise runter verhandeln, da musst du immer ein bisschen Leckerli geben. Leckerli ist zum Beispiel, hey, ich zahle 3 Monatsmieten im Voraus, dafür möchte ich 100 € pro Monat weniger Miete zahlen. So ein bisschen verhandeln und feilschen und du zahlst auch immer ein Deposit, also eine Kaution, meistens eine Monatsmiete Kaution, die hinterlegst du. Und ganz wichtig, den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht, die letzte Monatsmiete, du hast immer Einjahresverträge und die letzte Monatsmiete, die zahlst du nicht mehr, das wird von der Kaution bezahlt. So, und das habe ich in der ersten Wohnung nicht gemacht. Ich habe bis heute meine Kaution von 750 € oder so nicht wieder bekommen. Von daher, die Kaution ist immer die letzte Monatsmiete. Wenn du die zahlst, dann ist das Geld weg, die letzte Monatsmiete. Die Kaution kriegst du so gut wie nie wieder. So, das muss man wissen. So, ich habe jetzt viel über Apartments gesprochen. Über Häuser kann ich gar nicht so viel sagen. Ich habe hier auf Zypern noch nie in einem Haus irgendwo am Strand, geschweige denn in Larnaca oder Paphos oder irgendwo gewohnt. Von daher, Häuser sind in Limassol extrem teuer. Da kriegst du nichts Vernünftiges unter 3.000 bis 4.000 €. In anderen Regionen kriegst du gute Häuser, sagen wir mal ab 1.000 €, aber halt meistens ein bisschen weit ab vom Schuss. Da ist dann sehr wenig los. Von daher mit Häusern kenne ich mich nicht so gut aus. Von daher möchte ich dir jetzt keine Beratung geben. Wenn es um Apartments geht, speziell in Limassol, habe ich dir gerade so ziemlich alles erzählt.
Was gibt es noch zu beachten? Genau, worauf ich noch hinaus wollte, die meisten Apartments hier sind möbliert. In Deutschland ist das ein bisschen ungewöhnlich, möbliert zu mieten. In Zypern und in vielen anderen Ländern der Welt ist es eigentlich eher Standard, dass eine Wohnung möbliert gemietet wird. Und persönlich, ich finde das auch sehr gut. Du hast keinen Stress beim Umziehen, du musst nicht die ganzen schweren Möbel immer hin und her karren. Ich finde es recht angenehm so. Und wenn das möbliert ist, das ist super einfach. Du kommst mit ein paar Koffern an, alles ist möbliert, alles ist da. Die Küche, also equipped, heißt, dass die Küche ausgestattet ist, und furnished heißt, dass es möbliert ist. Und wenn das da ist, du ziehst halt locker ein, du wohnst drin. Ich persönlich, ich finde möblierte Wohnungen top. Von daher sind die Mietpreise, ich habe das in einem anderen Video auch erwähnt, immer ein bisschen höher als in Deutschland, weil du halt du musst mit einbedenken, dass die meisten Wohnungen hier dann möbliert sind. Bei Häusern ist es anders, aber die Wohnungen sind meist möbliert. Das solltest du halt auch noch wissen und in deine Berechnung und Betrachtung mit einbeziehen. So, das war's. In diesem Video habe ich dir jetzt über den zypriotischen Immobilienmarkt berichtet. Du weißt jetzt, wie du eine Immobilie kaufen kannst, wie du eine Immobilie mieten kannst. Mein Name ist Sören Hinkel, ich bin ein Consulting Coach. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Anregungen hast, pack's gerne in die Kommentare. Wenn du weiteres Interesse hast und konkret nach Zypern auswandern möchtest, du hast meine Kontaktdaten unten verlinkt, das hatte ich bereits erwähnt. Ping mich gerne an, schreib mich an, wenn du nach Limassol kommst. Wenn du Fragen hast, ich bin da gern behilflich. Ich finde Zypern geil, ich liebe Zypern, ich lebe mega gerne hier. Von daher möchte ich natürlich aus freien Stücken Werbung machen für Zypern. Ich würde es cool finden, wenn mehr Berater, mehr Dienstleister, mehr Coaches und Consultants nach Zypern kommen, speziell auch hier nach Limassol. Mach's gut, ciao.